Kennt ihr das, wenn ihr eine Serie durchgesuchtet habt und diese komische Leere danach erstmal direkt füllen müsst, indem ihr die komplette Hintergrundgeschichte zur Serie und den gesamten Cast googelt? Also so. Und dann findet ihr heraus, dass einige der Schauspielerinnen und Schauspieler sehr viel jünger sind als ihr und trotzdem schon scheinbar sehr viel mehr erreicht haben in ihrem Leben. Also so. Und ich frage mich dann immer nur, was habe ich eigentlich erreicht? Nothing. Eine Sache, die ich dabei aber immer wieder vergesse, viele dieser voll bekannten und erfolgreichen Schauspielerinnen, Schauspieler, Sängerinnen und Sänger sind teilweise noch Kinder und sie arbeiten schon. Sie stehen in der Öffentlichkeit und um dahin zu kommen, wo sie gerade sind, mussten sie sehr viel Vorarbeit leisten. Also während sich die meisten von uns auf Kindergeburtstagen Torte ins Gesicht geschmiert haben, sind die von einem Vorsprechen zum nächsten gerannt. Und sie müssen echt einer Menge Druck standhalten, der selbst für erwachsene Stars schon mega krass ist. Und deswegen wollte ich mir das mal alles genauer anschauen, also wie es eigentlich ist, ein Kinderstar zu sein, warum einige abstürzen und andere nicht und was da die Eltern auch für eine Rolle spielen. Leute, ich wusste ja, dass es schon viele Kinderstars gab, aber bei der Recherche ist mir nochmal bewusst geworden, wie krass viele es einfach wirklich sind. Natürlich können wir nicht über alle reden, aber deswegen wäre es mal cool, wenn ihr in die Kommentare schreibt, mit welchen Kinderstars ihr so groß geworden seid und wer eure Idole waren. Wenn man sich mal die Biografien von so Stars anschaut, fällt auf, dass sehr viele von denen schon als Kinder im Business waren. Der Mickey Mouse Club von Disney zum Beispiel hat Leute wie Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Timberlake oder Ryan Gosling hervorgebracht. Und wenn wir schon bei Disney sind, da haben auch Miley Cyrus, Demi Lovato, Selena Gomez oder Zendaya angefangen. Oder Popstars wie Justin Bieber oder Billie Eilish, die schon mit 14 entdeckt worden sind und kurz darauf weltberühmt geworden sind. Ich meine, überlegt euch das mal. Kurz vorher spielt ihr noch mit eurer Barbie und boom, plötzlich werdet ihr von Paparazzi verfolgt. Und einige Kinderstars haben von vornherein keine normale Kindheit gehabt, weil sie schon als Kleinkinder vor der Kamera standen. Und wenn man mal zurückschaut, gab es Kinderstars schon vor 100 Jahren. Als erster richtiger Kinderstar gilt Jackie Coogan. Der war 1921 als 7-Jähriger neben Charlie Chaplin in The Kid zu sehen. Da hatte er auch seinen großen Durchbruch und ist quasi zur Marke geworden. Er wurde für sein frühes schauspielerisches Talent gefeiert, er konnte tanzen und die Leute fanden ihn dazu natürlich zuckersüß. Und schon damals ging eine große Faszination damit einher, wenn ein so kleines Kind schon so eine Show abliefern konnte. Und er war einer der bestbezahlten Schauspieler in Hollywood. Er hatte ein Vermögen von $4 Millionen, das hat sein Vater bis zu seinem 21. Geburtstag verwaltet und eigentlich sollte er das dann auch bekommen, aber ein paar Monate vorher ist sein Vater gestorben und dann hat seine Mutter alles geerbt. Die hat das dann mit seinem Stiefvater fast komplett verprasst. Ich will wirklich wissen, wie die das hinbekommen haben, mal ebenso $4 Millionen auszugeben. Jackie ist dann gegen sie ins Gericht gegangen und ihm wurden im Prozess dann nur $126.000 zugesprochen. Also ich erinnere euch, es waren mal 4 Millionen. Also ich wäre echt pissed. Dadurch ist dann übrigens das Coogan-Gesetz entstanden, das das Einkommen von Kinderstars sichern soll. Nach seinen frühen Rollen ist er dann in Vergessenheit geraten und hatte dann aber in den 60er Jahren sein Comeback in der Serie Addams Family. Und ein paar Jahre später kam dann schon einer der größten Kinderstars der Filmgeschichte vor die Kamera. Shirley Temple, die in den 30er Jahren berühmt geworden ist. Sie war 3 Jahre alt, als sie das erste Mal vor der Kamera stand, hat mit 6 Jahren schon einen Ehren-Oscar bekommen und war auch Werbestar. Bekannt war sie vor allem aus Filmen wie Der kleinste Rebell oder Die kleine Prinzessin. Sie wurde als das beste kleine Mädchen der Welt verehrt und galt als der kleine Sonnenschein in der Zeit der großen Depression in den USA. Insgesamt hat sie in mehr als 40 Filmen mitgespielt und in den meisten davon war sie, bevor sie 12 Jahre alt geworden ist. Also ich weiß nicht, was ich gemacht habe, bevor ich 12 geworden bin. Aber nicht das. Ihren letzten Filmauftritt hatte sie mit 21. Danach hatte sie keinen Bock mehr und hat sich als Botschafterin von Ghana und der Tschechoslowakei der Politik zugewendet. Das klingt hier erstmal alles schön und gut, aber dann bin ich darauf gestoßen, dass sie früher, also 1932, auch in der Kurzfilmserie Baby Burlesques mitgespielt hat. Das erste Mal, als sie 3 Jahre alt war. Und ihre Rolle war die der exotischen Tänzerin. What the fuck? Das klingt nicht nur super weird, das war es auch. Denn da sind einfach ein Haufen Kleinkinder in Windeln, die Prostituierte, Betrunkene und Soldaten darstellen. Also sie tauscht da Küsse für Lollis, sagt Sachen wie „Ich bin teuer", trägt einen BH, die Jungs oben ohne. Das soll halt eine Komödie sein, wo Kinder sich wie Erwachsene verhalten. Aber ehrlich gesagt sehe ich den Witz nicht, denn die Kinder werden einfach nur komplett sexualisiert dargestellt. Shirley Temple hat auch selbst in ihrer Autobiografie geschrieben, dass der Film eine zynische Ausbeutung kindlicher Unschuld und sexistisch und auch rassistisch war. Kannibalen und Portiers wurden zum Beispiel von afroamerikanischen Kindern gespielt. Und für Kinder, die sich schlecht benommen haben, gab es eine schalldichte schwarze Box, wo ein Eisblock drin war. Da wurden sie dann eingesperrt und mussten auf dem Eisblock
sitzen oder in der Kälte stehen. Wer seinen Eltern davon erzählen wollte, dem wurden dann noch mehr Strafen angedroht. Shirley Temple hat dazu geschrieben, dass sie sich nicht erinnert, dass das bleibende Schäden hinterlassen hätte bei ihr. Aber ich weiß ja nicht. An wem das Kinderstar-Dasein definitiv nicht spurlos vorbeigegangen ist, das war Judy Garland. Sie ist auch eine super wichtige Person in der Geschichte der Kinderstars. Die Journalistin Anne Helen Peterson hat geschrieben, dass sie das erste öffentliche Opfer vom Ruhm und gewiss nicht die letzte war. Sie stand auch schon super früh mit 4 Jahren auf der Bühne und war vor allem durch The Wizard of Oz 1939 bekannt. Ihr sollen bei Dreharbeiten schon als Kind Amphetamine gegeben worden sein, damit sie mehr und länger arbeiten kann und dann später Schlaftabletten, damit sie davon wieder runterkommt kann. Die Filmstudiochefs sollen immer wieder ihr Gewicht kommentiert haben, sie als kleines, fettes Schwein mit Zöpfen bezeichnet haben, auf Diäten gesetzt, genau kontrolliert, was sie isst, damit sie dünn bleibt. Sie sollen nur Hühnersuppe, schwarzen Kaffee und Zigaretten zu sich genommen haben dürfen und dazu noch Pillen, die ihren Appetit mindern. Das alles hat letzten Endes dazu geführt, dass sie nicht nur ein Leben lang ein ungesundes Verhältnis zu ihrem Körper gehabt haben soll, sondern auch unter einer Essstörung, Drogen- und Alkoholsucht gelitten hat und mit 47 Jahren 1969 an einer Überdosis gestorben ist. Und mit dieser tragischen Geschichte ist sie leider nicht die einzige. Mehrere Jahre und hunderte Kinderstars später lässt sich definitiv sagen, im Rampenlicht zu stehen. Und dass die Öffentlichkeit jeden einzelnen Schritt von dir mitverfolgt, ist ja schon krass genug. Daran zerbrechen ja auch super viele Stars, die schon älter waren, als sie berühmt geworden sind. Die Schauspielerin Tia Mowry, die vor allem aus der Sitcom Sister Sister bekannt ist und selber auch Kinderstar war, beschreibt das so. Growing up as a child star, you are working. You have responsibility. There are so many things coming at you rather quickly. It's almost like you're being thrown into the pool and you don't know how to swim. It's a lot of pressure. There's an audience out there. Everybody's watching you, looking at you. You have producers, you have execs, writers all around you. It's not for the weak. Und dass das einen aber eben auch komplett aus der Bahn werfen kann, zeigt zum Beispiel Justin Bieber. Wir kennen, glaube ich, alle dieses Bild von ihm, als er verhaftet wurde, weil er unter Einfluss von Drogen und Alkohol an einem Autorennen teilgenommen hat. Generell hatte er schon früh Drogenprobleme und soll schon mit 13 Jahren abhängig von Tabletten und Cannabis gewesen sein. Das Gefühl und den Druck, so früh schon in der Öffentlichkeit zu stehen, hat er in seinem Song Lonely verarbeitet. Maybe that's the price you pay for the money and fame at an early age. And everybody saw me sick, and it felt like no one gave a shit. They criticized the things I did as an idiot kid. Und genau das, worüber er da singt, ist für viele Kinderstars so krass. Die Psychologin Eileen Kennedy Moore aus New Jersey sagt dazu, dass es in der Kindheit ja darum geht, herauszufinden, wer man eigentlich ist. Und dass das sehr schwer ist, wenn man berühmt ist, weil man im Auge der Öffentlichkeit ist. Man wird quasi in der Öffentlichkeit erwachsen. Jeder Fehler, den man ja auch so machen würde, wird mitverfolgt und gejudged. Und die Medien stürzen sich ja auch förmlich drauf. Deswegen wird laut ihr eine Identität kreiert, die perfekt scheint. Also kriegen Kinderstars oft eine falsche Idee davon, wer sie eigentlich sind. Cole Sprouse, den kennt ihr bestimmt noch von Hotel Zack and Cody, hat beschrieben, wie das für ihn war. You're raised in such an insular environment that you forget what real human experience or boots on the ground actually looks like. Und ich finde es so krass, wie viele Kinderstars oder generell Stars eigentlich Drogen und Alkohol verfallen. Ein heftiges Beispiel ist die Schauspielerin Drew Barrymore. Ihre Mutter war ihre Managerin und hat sie auch schon super früh auf so Hollywood-Partys mitgenommen. Sie soll sich das erste Mal mit 9 Jahren betrunken haben, mit 10 Jahren Gras geraucht und mit 12 Kokain geschnupft haben. Sie war in einer Entzugsklinik, hat einen Selbstmordversuch hinter sich und war auch in einer psychiatrischen Anstalt. Der Psychologe Boven Bandelov hat sich stark mit dieser Frage beschäftigt, warum sowas so vielen Kinderstars passiert und hat auch ein Buch dazu veröffentlicht, Celebrities vom schwierigen Glück berühmt zu werden. Seine Hypothese ist, dass die Probleme vor allem durch die Persönlichkeit, die hinter dem Erfolg steht, entstehen. Um ein Star zu werden, braucht man laut ihm meistens einen gewissen Narzissmus. Das heißt, häufig sind diese Menschen emotional instabil und brauchen mehr Aufmerksamkeit als andere. Und sie merken schon früh als Kinder, welche Knöpfe sie drücken müssen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das ist dann ja meistens ihr schauspielerisches oder musikalisches Talent. Und ein weiterer wichtiger Punkt, der das alles nicht gerade leichter macht: die Kinder müssen abliefern. Sie arbeiten. Sie gehen von einem Drehtag zum nächsten, sind auf Vorsprechen, Castings. Sie sind mehr umgeben von Erwachsenen als von Gleichaltrigen. Kindergeburtstage, mal einfach so auf den Baum klettern oder mit Freunden treffen,
dafür ist viel weniger Zeit. Bandelov sagt, dass Kinderstars später immer das Gefühl haben, ihre Kindheit verpasst zu haben. Also viele normale Dinge gehen ihnen halt verloren. Dafür werden sie aber krass umschwärmt. Die Kindentwicklungsexpertin Nancy Carlson Page erklärt dazu auch, dass die Grundbedürfnisse in der Kindheit nichts damit zu tun haben, in der Unterhaltungsbranche zu arbeiten. Und heute, wo zum Beispiel durch TikTok quasi jeder über Nacht berühmt werden kann, ist der Zugang dazu ja auch noch viel leichter. Expertinnen und Experten sagen, dass junge Influencerinnen und Influencer noch ein höheres Risiko haben als frühere Generationen von Kinderstars, Probleme zu entwickeln. Und dass dich als Kind dann ja wirklich jeder in Filmen, Videos und so weiter sehen kann, ist leider auch etwas, was fatale Folgen haben kann. Vielleicht kennt ihr noch die hier, Mara Wilson, die in Matilda gespielt hat. In einem Artikel im Guardian erzählt sie, wie sie sich, als sie 12 Jahre alt war, selbst gegoogelt hat und herausgefunden hat, dass es Bilder von ihr auf Fußfetisch-Websites und in Kinderpornos gab. Und dass das natürlich super traumatisierend für sie war. Auch für Natalie Portman war sowas sehr schlimm. In einem Podcast hat sie gesagt, da ich als Kind sexualisiert wurde, konnte ich meine eigene Sexualität nicht gut entwickeln. Sie hat mir Angst bereitet. All diese Dinge schon als Kind zu erleben, stelle ich mir einfach schrecklich vor. Laut Bandelov muss man sich um Kinderstars definitiv Sorgen machen. Er sagt generell um Stars, denn sowohl Kinderstars als auch erwachsene Stars haben eine hohe Rate an psychischen Problemen. Vielleicht passiert euch das auch. Wir werden immer wieder solche Artikel vorgeschlagen. Trauriges Schicksal. Diese Kinderstars sind abgestürzt. Kinderstars, die völlig pleite gingen. Oder vergessene Kinderstars, Überdosis Ruhm. Auch wieder etwas, wovon die Leute anscheinend nicht genug bekommen können. Die Geschichte des gescheiterten Kinderstars, der vom Ruhm und von Drogen zerstört wurde, bevor er oder sie überhaupt erwachsen geworden ist. Ja, das gibt's echt ganz schön oft. Besonders problematisch ist es halt bei Schauspielerkindern, wenn sie vor allem für ihr kindliches Aussehen und süßes Image gefeiert und gecastet werden und dann werden sie älter. Das Aussehen verändert sich, die Stimme wird dunkler, man wird größer. Dann bekommen sie oft weniger Filmrollen und für einige ist es dann halt super schwierig, diese Bekanntheit aufrechtzuerhalten. Das ist halt auch oft der Punkt, wo diese Abstürze passieren. Ein erwachsener Kinderstar ist halt kein Kinderstar mehr. Die Kinderpsychotherapeutin Ariadne Sartorius beschreibt das, finde ich, sehr passend. Der Verlust an Aufmerksamkeit, wenn man plötzlich nicht mehr gefragt ist, kann zu Exzessen führen, nur um weiter in der Öffentlichkeit präsent zu sein. Es könnte sein, dass man versucht, die Sehnsucht nach Anerkennung, tollen Erlebnissen und starken Gefühlen mit Drogen zu stillen oder auch den Schmerz über den Verlust zu betäuben. Auf der anderen Seite gibt es auch ganz klar Stars, die sich bewusst vom kindlichen Image lösen wollen. Christina Aguilera zum Beispiel, die angefangen hat beim Mickey Mouse Club und später so einen Song wie Dirty rausgebracht hat. Der ja mal das komplette Gegenteil davon ist, hat dazu in einem Interview mit der Irish Times gesagt, ich war nicht dieses Mädchen. Also bin ich mit Dirty rausgekommen und das war mein fucking Moment. Das war ich, wie ich hervorgetreten bin und gesagt habe, dass ich eine Frau bin, die stolz auf ihre Sexualität ist. Ich war stolz auf meine Verletzlichkeit. Ich war stolz auf die Tatsache, dass ich mir meinen Weg durch diese Industrie erkämpft habe. Oder die Skandalnudel Miley Cyrus. Was ist das für ein beknacktes Wort? Skandalnudel. Oder blend so eine Nudel ein, die irgendwie skandalös ist. Blend mal so eine Nudel ein, die so skandalös ist. Hackt's dir oder was? Oder die Skandalnudel Miley Cyrus, die die Good Girl Gone Bad Geschichte auch ganz bewusst bedient hat. Sie wollte das Hannah Montana Image loswerden. Got the best of all worlds. Okay. Und die Verwandlung hat dann so richtig begonnen mit ihrem Song Can't Be Tamed. Da singt sie darüber, dass sie nicht gezähmt werden kann und im Musikvideo ist sie als eine Art Vogel verkleidet und bricht aus dem Käfig aus. Ich weiß noch, damals war das voll der Skandal. In einer Bravo-Zeitschrift hatte ich gelesen, wie umstritten ihre kurze Shorts war und dass Eltern Angst hatten, dass sie einen schlechten Einfluss auf ihre Kinder hat. Ich habe ehrlich gesagt einfach nur den Song gefeiert, aber okay. Vor allem hätten die damals gewusst, dass das nur der Anfang war. Sie hat sich die Haare kurz geschnitten, hat Robin Thicke bei den VMAs 2013 angetwerkt, ihre Zunge war immer draußen, sie hat crazy, freizügige Outfits getragen, nackt auf einer Abrisskugel gesungen bei Wrecking Ball und spätestens da war die erste Assoziation mit ihr nicht mehr Hannah Montana. Aber es gibt eben auch Kinderstars, bei denen der Sprung zur Erwachsenenkarriere nicht gut geklappt hat. Eines der berühmtesten Beispiele ist ja immer wieder Macaulay Culkin, der Schauspieler von Kevin allein zu Hause, wo die Medien sich auch um seinen Absturz gerissen haben und es immer wieder um seinen Alkohol- und Drogenmissbrauch ging. Aber das Coole, heute soll er zufriedener Familienvater sein und sagt selbst, dass er bis heute immer noch von den Einnahmen von Kevin allein
zu Hause gut leben kann. Heute gibt's nur noch solche Schlagzeilen. Kevin nicht mehr allein zu Hause. Warum schreiben die solche Überschriften? Das tut mir wirklich weh. Bitte schreibt mal in die Kommentare die dämlichsten Wortspiele aus Titeln. Auch wenn das gar nichts mit diesem Thema zu tun hat. Aber ich will das jetzt sehen. Und dann gibt es wiederum Kinderstars, die auch als Erwachsene Karriere gemacht haben, aber trotzdem Drogen- oder Alkoholprobleme und krasse Rückschläge und psychische Probleme hatten. Über Britney Spears zum Beispiel hat Valeria ausführlich in dem Video hier gesprochen. Ein anderes Beispiel ist auch Demi Lovato. Ist als Kinderstar mit 10 Jahren bei Barney und seine Freunde gestartet und war dann später bei Camp Rock voll das Teenie-Idol, meins übrigens auch. Und naja, wie wir heute wissen, ist Demi mittlerweile ein krasser Popstar, aber wäre fast an einer Überdosis gestorben und hatte immer wieder den Kampf mit Drogen und Essstörungen. Auf der anderen Seite haben wir Stars wie Billie Eilish, die auch schon sehr früh mit 14 Jahren ihren Durchbruch hatte mit dem Song Ocean Eyes und heute einer der berühmtesten und erfolgreichsten Stars ever ist. Sie selbst sagt, dass sie es früher gehasst hat, berühmt zu sein, es heute aber mittlerweile mag. Und sie kriegt dabei sogar Support von Justin Bieber. Er hat dazu gesagt, dass es für ihn super hart war, so jung in der Musikindustrie zu sein und dass er wie eine Art Mentor für sie da ist, wenn sie ihn braucht. Und naja, sie stand noch nie mit Drogen- oder Alkoholexzessen in den Schlagzeilen und soll auch nie welche genommen haben. In einem Interview hat sie gesagt, jeder nimmt heutzutage Drogen bis zu dem Punkt, an dem es rebellisch ist, sie nicht zu nehmen. Wie sie selbst sagt, hat sie natürlich auch mit all dem Ruhm so jung ihre Herausforderungen, aber sie ist, finde ich, ein gutes Beispiel für jemanden, der als Kind im Rampenlicht stand, keinen Absturz hatte und eine mega Karriere hinlegt. Und die Frage, die ich mir dabei gestellt habe, warum stürzen einige so krass ab und andere nicht? Eine gewichtige Rolle, neben den Dingen, die ich ja schon vorher angesprochen hatte, spielen dabei tatsächlich auch die Eltern. Denn nicht wenige wollen durch ihre Kinder ihre eigenen Träume verwirklichen, wenn sie zum Beispiel selber den Traum hatten, Schauspielerin, Schauspieler zu werden und das nicht geklappt hat. Und dann pushen sie ihre Kinder krass, werden sogar deren Manager. Die Mutter von Elizabeth Taylor zum Beispiel hat den Durchbruch als Schauspielerin nie geschafft und soll deswegen gewollt haben, dass ihre Tochter das erreicht. Oder Kirsten Dunst, die ihre Mutter dafür gehasst haben soll, dass sie als Kind zu Vorsprechen geschleppt hat. In einer Studie, bei der 74 ehemalige Kinderperformer aus Film und Fernsehen befragt wurden, haben die ihre Eltern als Manager hatten, ihre Mütter als weniger fürsorglich und sehr kontrollierend wahrgenommen, im Gegensatz zu den Kindern, die nicht von ihren Eltern gemanagt wurden. Die Psychologin Ginger Clark von der University of Southern California sagt, dass wenn Eltern es schaffen, die anderen Bereiche des Lebens normal zu halten, Regeln und Grenzen zu setzen, dass das die Kinderstars sind, denen es auch gut geht. Wenn man durch seine Eltern aber kein stabiles Umfeld bekommt, kann das laut ihr wiederum negative Folgen haben. Auch die Kinderpsychotherapeutin Ariadne Sartorius sagt, dass die Eltern eine gute Balance zwischen Kindsein und Förderung herstellen müssen. Also, dass sich eben nicht alles um die Karriere dreht, sondern das Kind Kind sein kann, während aber trotzdem das Talent gefördert wird. Ein positives Beispiel zeigt hier Zendaya in einem Interview mit Ellen DeGeneres. How have you managed to stay out of the young child actor going bad? You know, I gotta give it up to my parents. I'm really lucky to have the parents that I have. I give it up to them, I give it up to my family. I have that barrier and that protection around me, which, you know, I am very appreciative of and thankful of. A lot of people don't have that. Macaulay Culkin von Kevin allein zu Hause hingegen hat in einem Podcast erzählt, dass sein Vater ein schlechter Mensch war und auch missbrauchend. Also ich finde, da sieht man schon einen Unterschied, wenn man schaut, was für eine Rolle auch die Eltern gespielt haben. Also ob es ihnen darum ging, das Talent und die Leidenschaft ihrer Kinder zu fördern oder ob sie gedrillt werden und auch die eigenen Interessen der Eltern im Vordergrund stehen. Mich würde mal interessieren, wie eure Einstellung dazu ist. Ich denke einerseits an die Kinder, die große Träume und Talente haben, andererseits an all die Schattenseiten des Ruhms, die sie schon so früh verkraften müssen. Schreibt's mal bitte in die Kommentare. Hier kommt ihr zu den letzten beiden Videos von uns und das war's auch schon heute wieder. Geil, dass ihr eingeschaltet habt. Abonnieren und Glocke anmachen sind wieder angesagt. Bis zum nächsten Mal. Selbe Zeit, selber Ort. Guten Abend und gute Nacht.